Im März 2018 ging in Kenia ein Bild um die Welt. Nach tagelangem Regen hatte sich westlich von Nairobi ein Spalt im Boden aufgetan. Rund 15 Meter tief, 20 Meter breit, mitten durch ein Feld und quer über eine Straße. Ein Auto war halb hineingerutscht. Die Erklärung war sofort da und klang großartig. Afrika bricht auseinander. Der Kontinent zerreißt. Und hier kann man zusehen. Die Meldung lief durch jede große Redaktion des Planeten. Sie war falsch. Nicht ein bisschen ungenau. Falsch in dem Sinne, dass die Sache nicht einmal die richtige Ursache hatte. Und der eigentlich interessante Teil ist nicht, dass sich hier alle geirrt haben, sondern woran ein Fachmann in wenigen Minuten erkennt, ob ein Riss im Boden von tektonischen Kräften stammt oder von Regenwasser. Denn Afrika bricht tatsächlich auseinander. Nur eben nirgendwo dort, wo alle hingeschaut haben. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir klären, wie schnell sich ein Kontinent tatsächlich teilt. Und die Zahl dazu ist erstaunlich unspektakulär. Wir analysieren, warum ausgerechnet der berühmteste Riss Afrikas nichts damit zu tun hat. Und wir sehen uns ein Ereignis an, bei dem sich 60 Kilometer Erdkruste in einem einzigen Monat geöffnet haben, ohne dass die Welt Notiz davon nahm. Wenn du wissen willst, wie so etwas funktioniert, abonniere jetzt den Kanal. Fangen wir mit der Messung an, denn die beendet die meisten Diskussionen sofort. Der ostafrikanische Graben ist die Grenze zwischen zwei Platten. Westlich davon liegt die nubische Platte, auf der der größte Teil Afrikas sitzt. Östlich davon liegt die somalische Platte mit dem Horn von Afrika und einem Streifen Ostküste. Diese beiden bewegen sich voneinander weg und man weiß sehr genau, wie schnell. Seit Jahrzehnten stehen entlang des Grabens fest installierte Satellitenempfänger, die ihre eigene Position auf den Millimeter genau bestimmen. Aus dem Vergleich dieser Positionen über die Jahre ergibt sich die Driftgeschwindigkeit. Sie beträgt 6 bis 7 mm im Jahr. Einzelne Messreihen kommen auf 8 oder 9, aber die Größenordnung ist unstrittig. 6 mm. Das ist etwa die Dicke eines Bleistifts, verteilt auf ein ganzes Jahr. In der Zeit, die du gebraucht hast, um bis hierher zuzuhören, hat sich Afrika um weniger als die Breite eines Bakteriums geteilt. Zum Vergleich, deine Zehennägel wachsen in derselben Größenordnung. Ein Kontinent, der langsamer auseinandergeht, als du dir die Nägel schneiden musst. Diese Langsamkeit heißt aber nicht, dass wenig passiert. Sie heißt nur, dass man sehr lange zusehen muss. Der Prozess läuft seit 20 bis 30 Millionen Jahren. In dieser Zeit hat sich die Kruste in Ostafrika über eine Länge von mehreren tausend Kilometern gedehnt, vom Roten Meer über Äthiopien und Kenia bis nach Tansania. Was dabei entstand, ist keine Spalte, sondern eine Landschaft. Der Boden zwischen zwei Bruchlinien ist abgesackt, die Ränder stehen als Steilstufen darüber und in der Senke dazwischen liegen die großen ostafrikanischen Seen. Wer im Rift Valley steht und die Hänge links und rechts sieht, sieht nicht Berge, die aufgestiegen sind. Er sieht Boden, der zurückgeblieben ist, während die Mitte nach unten ging. Und wenn es so weitergeht, wird die Senke irgendwann tief genug liegen, dass Meerwasser hineinläuft. Die Schätzungen dafür liegen bei 5 bis 10 Millionen Jahren. Das ist die ehrliche Zahl und sie wird selten mitgeliefert. 5 Millionen Jahre sind ungefähr so lange, wie es Menschen als eigene Linie überhaupt gibt. Wer also sagt, Afrika zerbreche gerade, sagt etwas Richtiges in einem Zeitmaß, in dem das Wort gerade bedeutungslos wird. Bleibt die Frage, warum das ausgerechnet dort passiert. Unter Ostafrika sitzt eine Zone im Erdmantel, in der heißes Material aufsteigt. Es durchbricht die Kruste nicht wie ein Bohrer. Es drückt sie von unten hoch, so wie eine Hand unter einem gespannten Tuch. Und ein Tuch, das man von unten anhebt, wird an der Kuppel dünner. Genau das passiert mit der Erdkruste. Sie wölbt sich, dehnt sich, wird dünner und beginnt an ihrer Oberseite zu reißen, weil Gestein unter Zug sehr viel schneller nachgibt als unter Druck. Entlang dieser Risse sackt der mittlere Block ab. Zugleich steigt in den entstehenden Spalt geschmolzenes Gestein auf, drückt weiter auseinander und erstarrt dort. Und das ist der Punkt, der einem klar macht, was hier eigentlich vorgeht. Der Graben wird nicht nur breiter, weil etwas wegzieht. Er wird breiter, weil in der Lücke neues Material entsteht. Es wird also kein Loch aufgerissen. Es wird ein Boden gebaut. Genau so funktioniert ein Ozean. Bevor wir weitermachen, muss man wissen, dass dieser Graben kein Strich ist. Auf Höhe des Viktoriasees teilt er sich. Ein Ast läuft östlich daran vorbei, durch Kenia und Tansania. Der andere läuft westlich herum, entlang der Grenze zwischen Kongo, Ruanda, Burundi und Tansania. Der See selbst liegt dazwischen auf einem Block, der zwischen den beiden Ästen stehen geblieben ist. Und diese zwei Arme sehen völlig verschieden aus. Der östliche ist der vulkanische. Dort stehen die großen Kegel, der Kilimanjaro, der Mount Kenya, der Longonot. Dort ist die Kruste am dünnsten und die Wärme am dichtesten unter der Oberfläche. Der westliche ist der tiefe. Dort ist weniger Vulkanismus, aber die Absenkung ist gewaltiger und in den Senken liegen die großen Seen.
Der Unterschied ist kein Zufall. Wo viel Magma aufsteigt, füllt es die Lücke von unten wieder auf. Und der Boden sackt weniger. Wo wenig aufsteigt, fehlt diese Auffüllung und der Block fällt tiefer. Man kann an einem Graben also ablesen, wie viel Nachschub er von unten bekommt. Und der westliche Arm bekommt wenig. Was dabei herauskommt, ist schwer zu begreifen. Im westlichen Arm liegt der Tanganjika-See. Er ist der zweittiefste See der Erde nach dem Baikalsee und misst an der tiefsten Stelle rund 1470 Meter. Man könnte den Eiffelturm 4,5 Mal übereinander stellen und wäre immer noch unter Wasser. Der See ist 400 Kilometer lang und an vielen Stellen nur 50 breit. Ein Wasserstreifen, der aussieht wie ein Riss auf der Karte, weil er genau das ist. Etwas weiter südlich liegt der Malawisee, ebenfalls im westlichen Arm, mit gut 700 Metern. Und jetzt die Frage, auf die es ankommt. Warum sind ausgerechnet Grabenseen die tiefsten der Welt? Ein normaler See ist eine Mulde, die sich mit Wasser füllt und dann langsam mit Sediment zuwächst. Flüsse bringen Sand und Schlamm, der Boden steigt. Der See wird flacher und verschwindet irgendwann. Das ist das übliche Schicksal jedes Sees. In einem Graben verliert dieses Rennen das Sediment. Der Boden sinkt schneller ab, als der Schlamm ihn auffüllen kann. Deshalb werden Grabenseen nicht flacher mit der Zeit. Sie werden tiefer. Der Tanganjika-See ist seit 9 bis 12 Millionen Jahren dabei und er ist immer noch nicht voll. Womit wir wieder bei dem Spalt von 2018 wären. Er lag bei einem Ort namens Mai Mahiu westlich von Nairobi, mitten im Rift Valley. Also tatsächlich in dem Graben, um den es geht. Er erschien nach schweren Regenfällen, er war beeindruckend groß und er lag geografisch genau richtig. Alle Zutaten für eine gute Geschichte waren da. Nur passte die Sache bei näherem Hinsehen nicht zusammen. Das erste, was Geologen prüften, war nicht der Riss selbst. Es waren die Seismometer. Denn wenn sich Kruste tektonisch öffnet, bewegt sich Gestein gegen Gestein. Und das erzeugt Beben. Immer. Riftbildung ohne Erschütterung gibt es nicht. In der Gegend von Mai Mahiu war in der fraglichen Zeit nichts Nennenswertes registriert worden. Kein Schwarm, keine auffälligen Einzelbeben, nichts. Ein Riss, der aus dem Untergrund kommt, aber den Untergrund nicht bemerkt hat. Das allein hätte gereicht. Die Erklärung, auf die man dann kam, ist unspektakulärer und technisch interessanter. Der Fachbegriff heißt Peeping, auf Deutsch etwa Röhrenbildung oder innere Erosion. Er beschreibt einen Vorgang, den Bauingenieure fürchten, weil er Deiche und Dämme zerstört. Wasser sickert nicht nur nach unten, es fließt auch unterirdisch seitwärts, wenn es eine durchlässige Schicht findet. Dabei nimmt es feine Bestandteile mit. Die Schicht wird lockerer, das Wasser fließt schneller und je schneller es fließt, desto mehr trägt es ab. Aus einem Sickerweg wird ein Kanal, aus dem Kanal eine Röhre. Über der Röhre liegt die Zeit lang alles unverändert aus, bis die Decke ihr eigenes Gewicht nicht mehr trägt. Dann bricht sie ein, und zwar auf einen Schlag und über die ganze Länge der Röhre. Was oben erscheint, sieht deshalb aus wie ein Riss, der sich geöffnet hat. Tatsächlich ist es ein Dach, das eingestürzt ist. Und in Mai Mahiu kam etwas dazu, das die Sache erklärt. Die Rinne war schon vorher da, verfüllt mit Vulkanasche vom nahen Mount Longonot. Der Regen hat diese Asche ausgespült. Es hat sich also nichts geöffnet. Es wurde etwas ausgeräumt. Die Fachwelt hat sich damals ungewöhnlich deutlich geäußert. Nicht über den Irrtum an sich, denn eine erste falsche Vermutung ist normal, sondern darüber, dass die Korrektur niemanden mehr interessierte. Und das ist der Grund, warum diese Geschichte hier so viel Platz bekommt. Wenn ein Erosionsschaden als kontinentales Ereignis durch die Welt geht, gewöhnt man sich an eine falsche Vorstellung davon, wie so etwas aussieht. Man erwartet dann eine Spalte. Etwas, das aufklafft, in das man hineinfallen kann. Genau das ist es nicht. Der ostafrikanische Graben ist an fast keiner Stelle ein Loch im Boden. Er ist eine mehrere Dutzend Kilometer breite, abgesunkene Landschaft mit Städten darin, mit Feldern, Seen und Straßen. Millionen Menschen wohnen darin, ohne dass sie irgendetwas davon merken. Ein Kontinent reißt nicht wie Papier. Er senkt sich wie ein Aufzug, um den man herumwohnt. Jetzt kommt allerdings die Wendung, die das ganze Bild noch einmal umdreht. Denn 6 mm im Jahr ist ein Mittelwert. Und Mittelwerte verschweigen, wie die Bewegung tatsächlich zustande kommt. Der Graben schiebt sich nicht gleichmäßig auseinander wie ein Uhrzeiger. Er hängt jahrzehntelang fest und dann passiert alles auf einmal. Wie genau das aussieht, weiß man seit September 2005 ziemlich genau, weil es das erste Mal war, dass so etwas mit Satelliten beobachtet wurde. Der Ort war die Afar-Region im Norden Äthiopiens. Innerhalb weniger Wochen stieg dort Magma nicht als Vulkan an die Oberfläche, sondern seitwärts in die Kruste hinein und zwängte sich als senkrechte Platte zwischen das Gestein. Ein solcher Gang ist kein Schlot, er ist ein Keil, der auseinanderdrückt.
Dieser eine Gang war 60 Kilometer lang. 60 Kilometer neue Plattengrenze, entstanden zwischen dem 4. September und dem 4. Oktober. Die Zahlen dazu sind gemessen, nicht geschätzt. 163 Erdbeben wurden registriert, mit Magnituden zwischen etwa 4 und 5,6. Rund 2,5 Kubikkilometer Magma wurden dabei bewegt. In 2 bis 9 Kilometern Tiefe öffnete sich das Gestein um bis zu 8 Meter. An der Oberfläche waren es weniger. Dort blieb die Öffnung unter 6 Metern. Diesen Unterschied muss man sich merken, weil er meistens verschwiegen wird. Der große Wert gilt für den Gang tief unten. Was oben ankommt, ist immer weniger. Es war die größte magmatische Rifting-Episode an Land seit dem Laki-Ausbruch auf Island im Jahr 1783. Und jetzt die Rechnung, um die es geht. Bei 6 mm im Jahr braucht der Graben für 8 Meter rund 1300 Jahre. In Afar geschah es in einem Monat. Der Kontinent teilt sich also nicht langsam. Er steht sehr lange still und macht dann einen Satz. Und damit lässt sich beantworten, was der Riss von 2018 hätte zeigen müssen, um echt zu sein. Nicht Größe. Größe sagt nichts, das kann Regen auch, sondern Begleitung. Ein echtes Rifting-Ereignis kommt nie allein. Es bringt hunderte Beben mit, oft über Wochen. Es bringt messbare Hebungen und Senkungen im Umkreis von Dutzenden Kilometern, die man vom Satelliten aus sieht. Es bringt meistens Magma, also Wärme, Gasaustritte oder einen Ausbruch in der Nähe. Und es verläuft parallel zur Grabenachse, nicht quer über eine Straße. In Afar war all das da, in Mai Mahiu war nichts davon da. Deshalb war die Sache für Fachleute innerhalb weniger Tage erledigt, während sie öffentlich noch monatelang weiterlief. Wenn man sehen will, wie das Ende aussieht, muss man dorthin, wo der Vorgang am weitesten fortgeschritten ist. Das ist die Afar-Senke im Dreiländereck zwischen Äthiopien, Eritrea und Djibouti. Hier treffen 3 Plattengrenzen aufeinander. Der ostafrikanische Graben von Süden, das Rote Meer von Norden und der Golf von Aden von Osten. Ein Trippelpunkt, und das ist geologisch die aufwendigste Stelle, die es gibt. Was dort entstanden ist, sieht nicht mehr nach Kontinent aus. Der Boden der Senke liegt rund 125 Meter unter dem Meeresspiegel. Nicht unter einem See. Unter dem Meer, das nur ein paar Dutzend Kilometer entfernt hinter einer Geländeschwelle steht. Es ist zugleich der heißeste bewohnte Ort der Erde, mit einer Jahresmitteltemperatur von 34,4 Grad und Tageswerten um 50. Und mitten darin steht der Erta-Ale, einer von weltweit nur etwa 6 Vulkanen mit einem dauerhaften Lavasee. Der ist seit 1906 bekannt und war seitdem nie erloschen. Ein offenes Fenster in das, was den Kontinent auseinanderdrückt. Was einen an dieser Stelle stutzig machen sollte: Die Senke liegt unter dem Meeresspiegel, das Meer ist in der Nähe und trotzdem ist sie trocken. Der Grund ist so einfach wie unbefriedigend. Zwischen dem Roten Meer und der Senke steht noch Land. Eine Schwelle, die höher liegt als der Wasserspiegel, und solange sie steht, läuft nichts hinein. Und genau daran hängt der ganze Zeitplan. Der Übergang von einer trockenen Senke zu einem Meer ist nämlich kein allmählicher. Er ist ein Umkippen. Millionen Jahre passiert nichts, weil die Schwelle hält. Und wenn sie einmal durchbrochen oder tief genug abgesackt ist, füllt sich der ganze Graben in geologisch kürzester Zeit. Das hat es schon gegeben. Das Mittelmeer war vor gut 5 Millionen Jahren weitgehend ausgetrocknet, bis der Atlantik bei Gibraltar wieder durchbrach. Auch dort war die entscheidende Größe nicht die Zeit. Es war eine Schwelle. Und als sie fiel, ging es sehr schnell. Der größte Teil des Mittelmeers füllte sich in einem Zeitraum zwischen einigen Monaten und 2 Jahren, mit einem Wasseranstieg, der zeitweise über 10 Meter am Tag erreichte. Bis hierher klingt das alles nach einer Sache, die Menschen nichts angeht, weil sie zu langsam ist. Das stimmt nicht, und zwar aus einem Grund, der selten mitgedacht wird. Ein Graben ist eine Stelle, an der die Erdkruste dünn ist. Dünne Kruste heißt, dass die Wärme aus der Tiefe näher an die Oberfläche kommt. Im ostafrikanischen Graben werden in erreichbarer Tiefe Temperaturen von bis zu 400 Grad erreicht. Wasser, das dort unten im Gestein sitzt, ist unter dem Druck flüssig und glühend heiß. Man muss nur ein Loch bohren, dann kommt es als Dampf von selbst herauf. Kein Brennstoff, keine Verbrennung, kein Einkauf. Kenia hat daraus einen Industriezweig gemacht. Im Olkaria-Feld südlich des Naivasha-Sees, mitten im Graben, steht heute der größte Erdwärmekraftwerkskomplex Afrikas. Die installierte Leistung des Landes lag im Frühjahr 2025 bei rund 985 Megawatt. Damit deckt Erdwärme inzwischen ungefähr 45% des kenianischen Stromverbrauchs. Nicht als Beimischung, als größte einzelne Quelle im Land. Kenia ist damit der größte Erzeuger von Erdwärmestrom in Afrika und liegt weltweit unter den ersten 6. Und gehoben ist das Feld noch längst nicht. Die Schätzungen für das Gesamtpotenzial des Landes liegen bei 7.000 bis 10.000 Megawatt.
Dasselbe Auseinanderdriften, das Ostafrika irgendwann in zwei Teile legen wird, hält heute die Lichter in Nairobi an. Dünne Kruste liefert allerdings nicht nur Dampf, sie liefert auch das, was den Dampf heiß macht. Am westlichen Arm, dort wo eigentlich weniger Vulkanismus herrscht, gibt es eine große Ausnahme und sie liegt ausgerechnet neben einer Millionenstadt. Der Nyiragongo im Osten des Kongo trägt im Krater den größten dauerhaft aktiven Lavasee der Erde, rund 230 Meter breit, und er ist seit mindestens 1971 in Betrieb. Am Fuß des Berges liegt Goma mit etwa 2 Millionen Einwohnern und dieser Vulkan hat eine Eigenschaft, die ihn von fast allen anderen unterscheidet. Seine Lava ist außergewöhnlich arm an Kieselsäure. Kieselsäure ist der Stoff, der Lava zäh macht. Fehlt sie, wird die Schmelze dünnflüssig wie heißes Öl und dünnflüssige Lava kriecht nicht, sie fließt. Beim Ausbruch 1977 wurden Fließgeschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometern pro Stunde geschätzt. Das ist der höchste jemals an einem Vulkan gemessene Wert. Vor dieser Lava kann man nicht weglaufen. Am 22. Mai 2021 brach er wieder aus, praktisch ohne Vorwarnung. 32 Menschen starben, 13 davon nicht durch die Lava, sondern auf der Flucht. Rund 234.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Über 3.500 Gebäude, 7 Schulen und 4 Gesundheitsstationen wurden zerstört. Und die Ursache dieser besonders dünnflüssigen Lava ist dieselbe wie die des billigen Stroms in Kenia. Es ist die Chemie einer Kruste, die auseinandergezogen wird. Derselbe Vorgang in 2 Rechnungen. Damit zu dem Satz, mit dem dieses Thema fast immer verkauft wird. Afrika zerbricht in 2 Kontinente. Der Satz ist nicht falsch, aber er ist so verkürzt, dass er in die Irre führt. Zerbrechen klingt nach einem Ereignis. Nach etwas, das anfängt und aufhört und bei dem man dabei sein kann. Was tatsächlich läuft, hat vor 20 bis 30 Millionen Jahren begonnen und wird noch 5 bis 10 Millionen Jahre dauern. Kein Mensch wird jemals den Anfang und das Ende dieses Vorgangs sehen. Was man sehen kann, ist immer nur ein Standbild. Eine abgesunkene Landschaft, ein Lavasee, ein Monat in Afar. Das Bemerkenswerte an dieser Geschichte ist deshalb nicht, dass ein Kontinent zerbricht. Es ist, dass wir inzwischen Geräte haben, die eine Bewegung von 6 mm im Jahr über tausende Kilometer hinweg zuverlässig messen. Wir sehen einem Vorgang zu, der um ein Vielfaches länger dauert, als unsere gesamte Art existiert. Und wir können sagen, wie schnell er ist. Der Ort, an dem das alles am deutlichsten wird, ist übrigens kein Riss und kein Vulkan. Es ist ein Skelett. Vor gut 50 Jahren wurde in der Afar-Senke das Teilskelett einer frühen Menschenform gefunden, das später den Namen Lucy bekam. Erhalten geblieben ist es genau deshalb, weil dort der Boden absinkt. Absinkendes Gelände füllt sich mit Sedimenten und Sedimente konservieren. Dieselbe Bewegung, die Ostafrika irgendwann in 2 Teile legen wird, hat den größten Teil dessen aufbewahrt, was wir über unsere eigene Herkunft wissen. Die Fundstellen liegen dort, weil der Kontinent dort aufreißt. Bleibt die Frage, was ein Fossil von uns später einmal in einer Schicht festhalten wird, die heute noch gar nicht existiert. Schreib mir in die Kommentare, was du denkst. Wir sehen uns beim nächsten Kern der Dinge.